In letzter Zeit habe ich echt gut bewertete Spiele gespielt, beziehungsweise versucht zu spielen, weil irgendwie hat mich echt keins davon so richtig gecatcht. Zum einen habe ich mir Clair Obscur Expedition 33 gekauft, weil ich einfach nur Positives davon gehört und gelesen habe. Ja, viele Leute habe ich gesehen, die einfach meinten, dass es das allerbeste Spiel ist, was sie jemals auf dieser Welt gespielt haben. Das ist natürlich eine extrem starke Behauptung und ein bisschen skeptisch war ich natürlich, aber ja, irgendwie halt auch neugierig, weil wenn das Spiel wirklich so gut sein soll, was ist, wenn ich da was verpasse? Also habe ich mir das Spiel dann gekauft, weil ja, das Kampfsystem sah auch sehr interessant aus. Ich bin ja sowieso ein ziemlicher Fan von rundenbasierten Spielen. Und diesen Take mit den Echtzeitpassagen, ja, das sah einfach aus wie was Neues. Zumindest kannte ich das nicht. Ich weiß nicht, ob es das vielleicht in anderen Spielen gibt, aber ich kannte es auf jeden Fall so nicht. Also habe ich mir das Spiel gekauft und es gestartet. Mein erster Eindruck war, der Artstyle war ziemlich interessant. Ich meine, das habe ich tatsächlich auch noch nicht so gesehen mit diesem französischen Style in so einer ja, postapokalyptischen Welt. Aber was mir dann auch tatsächlich bezüglich der Welt relativ schnell aufgefallen ist, ist, dass die für mich ziemlich leer wirkte. Also die ganzen NPCs standen tatsächlich nur irgendwo rum und es hatte irgendwie gar kein Leben da in der Bude. Also klar, die standen da und taten irgendwie so, als wenn sie sich unterhalten und man hat irgendwie mal zwischendurch auch mal so einen Satz gehört von denen, aber ja, sorry, das gab's halt auch irgendwie schon vor 10 Jahren. Also so wirklich lebendig hat sich das einfach für mich nicht angefühlt. Das hat dann leider schon dazu geführt, dass es mich ziemlich am Anfang schon sehr gelangweilt hat, weil ja, irgendwie alles so extrem steif wirkte und ja, was ich allerdings sagen muss, ist, dass die Einführung in das Hauptmotiv der Story doch schon ziemlich stark war. Also, das fand ich schon wirklich gut gemacht. Die Kämpfe waren auch ziemlich cool, aber ich merkte halt dann auch relativ schnell, dass ich halt wieder für die Echtzeitpassagen einfach mal gnadenlos zu langsam bin. Und das halt dann einfach auch dazu geführt hat, dass ich ziemlich auf die Fresse bekommen habe. Und das war natürlich dann nicht so toll, sondern eigentlich eher frustrierend. Aber bis auf dieser krasse Plot-Twist, den ich jetzt natürlich nicht verrate, der direkt am Anfang kommt, ja, hat mich die Story tatsächlich leider echt nicht so wirklich gepackt und der Funke ist bei mir zumindest nicht wirklich übergesprungen. Das hat dann dazu geführt, dass ich da einfach saß und mich gefragt habe, ob irgendwas mit mir nicht stimmt oder irgendwie nicht ganz richtig ist, weil ja, wie kann das denn schon wieder sein, dass ein Spiel so gut bewertet ist und es so viele Leute gibt, die sagen, mein Gott, ich habe noch nie so ein geniales Spiel in meinem Leben gespielt und ich bin hier und kriege einfach null Draht zu dem Spiel. Ich war also echt ziemlich enttäuscht, da ich natürlich extrem hohe Erwartungen hatte und einfach auch dachte, das könnte einfach auch wieder ein richtig gutes Spiel werden dieses Jahr. Aber ja, leider war dem nicht so. Dann kam ja kurz darauf Oblivion Remastered raus. Zumindest glaube ich, dass es kurz danach war. Ja, das ist halt dann ein typisches Elder Scrolls-Spiel. Man kennt es ja, man weiß halt einfach ganz genau, was man da bekommt. Und eigentlich kann man aufgrund dessen dann auch nicht enttäuscht werden, weil ja, du weißt einfach, es ist ein Elder Scrolls und ein Elder Scrolls ist so und so. Und du brauchst nicht lange überlegen. Man sieht halt auch einfach dadurch über diese ganzen Bugs und Glitches hinweg, weil man ist es ja von Bethesda-Spielen gewohnt. Das klingt jetzt halt irgendwie komisch, aber ich finde, es gehört irgendwie auch zu dem Charme der Spiele dazu, auch wenn natürlich Bugs nicht so toll sind. Aber ja, ihr kennt es vielleicht, es gehört einfach irgendwie dazu. Ich zumindest erinnere mich immer wieder gerne an Skyrim zurück und an solche Situationen, wie ich einfach damals in Flusswald in das Gasthaus gegangen bin und einfach, als ich gerade zur Tür reinkam, jegliches Geschirr und Essen in dieser Taverne von den Tischen quer durch den Raum geflogen ist. Also das war wirklich ein Lacher, den ich bis heute nicht vergesse. Und ich meine, das ist jetzt schon wirklich fast 10 Jahre her, dass das passiert ist. Und
das muss man den Spielen dann tatsächlich auch mal lassen, dass man Bugs so positiv in Erinnerung behält. Das ist halt echt nicht so häufig, weil eigentlich, ja, glaube ich, ist es eher was Negatives. Also habe ich mir dann Oblivion Remastered gekauft und natürlich auch gespielt, weil, wie gesagt, es ist etwas, da weiß ich, was ich bekomme. Aber ja, irgendwie so richtig gecatcht hat es mich halt leider auch nicht, weil ja, es ist halt dann nun mal aufgrund dessen auch was man so auch schon 100-mal gesehen hat und es ist einfach auch nichts Neues. Ich habe zwar das originale Oblivion nie wirklich gespielt, aber ja, es fühlt sich halt dann trotzdem irgendwie wie ein Skyrim in einem anderen Gewand an, was ja auch irgendwie klar ist, weil es ja beides Elder Scrolls-Spiele sind. Aber als ich dann merkte, dass auch Oblivion nicht so richtig Feuer fängt, ja, war ich halt wirklich so richtig frustriert, weil das waren halt jetzt schon 2 Spiele in Folge, die extrem gelobt worden sind von der Presse und den Spielern, die bei mir persönlich einfach überhaupt nicht geklickt haben. Dann habe ich mich natürlich gefragt, ja, gut, vielleicht bin ich einfach nicht so der Typ für die typischen Spiele, aber dann habe ich mich wieder gefragt, warum hat mir denn dann Kingdom Come Deliverance 2 so gefallen? Tja, das war eine gute Frage, auf die ich überhaupt keine Antwort habe. Aber ich glaube, dass Kingdom Come Deliverance 2 einen Anteil daran hat, dass ich mich jetzt so schwer tue, neue Spiele zu genießen. Denn das Spiel war wirklich extrem gut und ich habe das über 113 Stunden gespielt. Das Problem ist nur, dass ich am Ende, auch wenn es richtig gut war, irgendwie froh war, dass es zu Ende ist, weil, ja, ich habe zwar jede Sekunde genossen, aber es war halt auch irgendwie echt erschlagend, weil es war einfach so ein richtiger Brocken, ein krasser Epos und ja, es fühlte sich auch irgendwann einfach schwer an, dem Ganzen einfach noch folgen zu können. Wahrscheinlich bin ich einfach komplett überladen dadurch und ja, mein Kopf konnte sich noch nicht wieder richtig frei machen, um irgendwie ein neues Spiel reinzulassen. Gleichzeitig schaffe ich es aber auch echt nicht, den ersten DLC von Kingdom Come Deliverance 2 zu spielen. Ich habe den zwar angefangen, aber ich fühle mich so ausgelaugt, was das Spiel angeht, dass sich das einfach so extrem überladen anfühlt. Und ja, ich bin froh, dass ich den Kanal habe nebenbei, weil dann kann ich auch einfach noch andere Dinge machen neben Zocken, weil ja, wenn Zocken einfach im Moment nicht so viel Spaß macht, ist es natürlich extrem wichtig, dass man auch irgendwas anderes hat, was man zu tun hat. Ich hoffe nur wirklich, dass das Gefühl nicht so lange anhält, weil ich vermisse es ja trotzdem zu zocken. Also es ist ja nicht so, dass ich gar keinen Bock habe zu zocken, sondern ja, ich möchte ja zocken, aber es fühlt sich einfach im Moment kein Spiel so an, als wenn es das ist, was ich jetzt gerade brauche. Aber als ich meine Gedanken für das Video sortiert habe, kam ich zu der Erkenntnis, dass ich vielleicht einfach im Moment total überfordert bin von diesen ganzen riesigen Spielen mit ihrer ausladenden Story. Ich fühle mich einfach im Moment nicht so, dass ich derzeit ein ellenlanges Spiel mit total komplizierter Story spielen könnte. Das fühlt sich an wie so eine riesige Wand, die ich nicht mal schaffe, einen einzigen Meter hochzuklettern. Ich denke, und das kam mir dann in den Kopf, dass ich im Moment vielleicht einfach besser fahre, wenn ich erstmal kleinere Indie-Titel ohne irgendwelche Story spiele oder wenn dann nur mit irgendeiner kurzen Story oder eine Story, die vielleicht einfach nicht kompliziert ist oder super schwer zu verstehen. Das fühlt sich für mich wesentlich einladender an und ich kriege dann auch direkt so dieses Gefühl so, ja, das könnte klappen. Und ja, ich denke, dass dann auch irgendwann und hoffe es natürlich, die Lust auf umfangreichere Spiele zurückkommt, weil eigentlich liebe ich es ja auch total, Story-Spiele zu spielen, die auch ja ein bisschen umfangreicher sind.